Hallo liebe Häkelfreunde, diese wunderschöne Frühlingstonika besticht durch ihre geradlinige, schlichte Eleganz. Der leicht oversized geschnittene obere Teil sorgt dafür, dass die Tonika locker über die Hüften fällt, ohne aufzutragen. Die Tonika passt daher wunderbar zu langen Röcken, welche heuer wieder sehr modern sind. Die Anleitung enthält die Angaben von Größe 36 bis 50, welche immer dann im Video erscheinen, wenn sie benötigt werden. Informationen zum verwendeten Material sowie Richtwerte zum Verbrauch für eure Größe findet ihr wie immer auf der Materialseite nach den Intros. Wie gewohnt stelle ich euch auch diese Anleitung völlig kostenlos zur Verfügung und wäre euch dankbar, wenn ihr mir als Zeichen eurer Wertschätzung ein kostenloses Abo dalassen würdet. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel 3 mm und nachher steige ich auf eine Häkelnadel 3,5 mm um. Wir häkeln zunächst ein paar Maschen im elastischen Anschlag. Maße und Zahlen folgen danach. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Luftmasche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe den Faden durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und durch die anderen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Die Kette muss zwischen 60 und 65 cm lang sein und wir brauchen eine Maschenzahl, die durch 12 teilbar ist. Ich schreibe euch verwendbare Maschenzahlen oben in die Ecke. Und wenn ihr das Maß und die richtige Maschenzahl erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 108 feste Maschen angeschlagen. Meine Kette ist ungefähr 62 cm lang. Ihr habt euer Maß ebenfalls erreicht und
Ganz wichtig, eine Maschenzahl, die durch 12 teilbar ist. Und jetzt geben wir die Kette oben zusammen und wir schließen in den Kopf der ersten festen Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Und jetzt steige ich auf eine Häkelnadel 3,5 mm um, also eine halbe Nummer mehr. Jetzt häkeln wir zunächst eine Runde mit Stäbchen und ihr könnt immer oben nachschauen, bei welcher Ausgangszahl ihr wie viele Stäbchen bis zur nächsten Ecke häkeln müsst. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle zuerst eine Luftmasche, dann in die erste feste Masche eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das erste Stäbchen. Und bei einer Ausgangszahl von 108 Maschen häkle ich 18 Stäbchen. Ihr könnt oben nachschauen, wie viele Stäbchen ihr häkeln müsst. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Das ist der erste Ärmel. Jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen und dann häkeln wir sofort in der nächsten Masche weiter. Keine Maschen auslassen. Und wir häkeln die doppelte Anzahl wie in diesem Abschnitt. Bei mir sind das 36 Stäbchen. Das ist ein Vorder- oder Rückenteil. Und wenn ihr eure Anzahl gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Bei einer Ausgangszahl von 108 sind das 36 Stäbchen. Ihr könnt immer oben nachschauen. Jetzt häkeln wir wieder 2 Luftmaschen und wir häkeln sofort in der nächsten Masche weiter. Und jetzt häkeln wir wieder einen Ärmel, also wieder die gleiche Anzahl wie im ersten Abschnitt. Bei mir sind es 18 Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Wir häkeln wieder 2 Luftmaschen und wir häkeln sofort in der nächsten Masche weiter. Und jetzt häkeln wir wieder die doppelte Anzahl für ein Vorder- bzw. Rückenteil. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Wir sind rundherum gekommen und hier schließe ich nicht mit 2 Luftmaschen, sondern ich häkle ein halbes Stäbchen in den ersten Maschenkopf, sodass wir auch hier eine Lücke haben. Und wir befinden uns automatisch in der Mitte der Lücke. Wir haben 4 Zunahmestellen eingeteilt. Hier sind die Ärmel, hier ist ein Vorder- bzw. Rückenteil. Und damit das Ganze schön gerade wird, wenden wir in jeder Runde. Ich häkle eine Luftmasche und wende die Arbeit und ich häkle in diese erste Lücke eine feste Masche. Und dann häkeln wir auf jedes Stäbchen eine feste Masche
bis zur nächsten Lücke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der nächsten Lücke angekommen und in jede Lücke häkle ich 2 feste Maschen und dann wieder auf jedes Stäbchen eine feste Masche und in alle Lücken 2 feste Maschen bis zum Ende der Runde. Dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. In die letzte Lücke häkeln wir noch eine feste Masche. Eine feste Masche haben wir am Anfang gemacht. Und dann schließen wir in den Kopf der ersten festen Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Wir häkeln eine Luftmasche und wenden die Arbeit. Und jetzt häkeln wir in diese erste feste Masche ein Ersatzstäbchen. Das ist keine Masche, das ist nur eine Verbindung. In die feste Masche, die sich in der Lücke befindet, häkeln wir eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied. Das ist ein Stäbchen. Und wir häkeln in dieselbe Masche ein zweites Stäbchen. Das ist eine halbe Ecke, die zweite Hälfte kommt am Ende der Runde hinzu. Und jetzt häkeln wir überkreuzte Stäbchen immer über 2 Maschen. Wir lassen eine Masche aus und häkeln ein Stäbchen und dann häkeln wir ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Hier genau schauen, nicht aus Versehen rückwärts arbeiten. Diese Masche ist besetzt, die nächste Masche lassen wir aus und in die übernächste Masche häkeln wir ein Stäbchen und ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln und ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Und das machen wir bis zur nächsten Lücke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück bei einer Ausgangszahl von 108 Maschen ergeben sich 9 mal überkreuzte Gruppen. Diese 2 zählen wir dabei nicht mit, nur die überkreuzten Gruppen. Ich schreibe euch die Anzahl oben in die Ecke für eure Ausgangszahl. Hier in die Lücke müssen wir eine Ecke häkeln und hier haben wir 2 feste Maschen in der Lücke. Und hier häkeln wir in die erste feste Masche 2 Stäbchen in eine Masche, dann 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die zweite feste Masche, die sich in der Lücke befindet. Das ist eine Ecke. Und jetzt häkeln wir wieder überkreuzte Stäbchen bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Anzahl Gruppen gehäkelt und wir sind wieder bei der Lücke angekommen und hier haben wir 2 feste Maschen in der Lücke. Wir häkeln 2 Stäbchen in die erste feste Masche, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die zweite feste Masche. Und dann häkeln wir wieder
überkreuzte Gruppen. Die nächste Ecke macht ihr genau gleich und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Am Ende der Runde fehlt uns die halbe Ecke. Wir häkeln 2 Stäbchen in die feste Masche, die sich in der Lücke befindet, und hier schließen wir mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Wir häkeln eine Luftmasche und wenden die Arbeit. Diese 2 Reihen, die wir jetzt gemacht haben, sind bereits der erste Mustersatz. Er besteht aus 2 Reihen. Ich zeige euch beide Reihen noch einmal. Wir häkeln eine feste Masche in die Lücke und in der Rückreihe häkeln wir auf jedes vorhandene Stäbchen eine feste Masche und in alle Lücken häkeln wir 2 feste Maschen. Und das machen wir einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe in jedes Stäbchen eine feste Masche gehäkelt und in die Lücken immer 2 feste Maschen. In die letzte Lücke häkeln wir noch eine feste Masche und wir schließen in den Kopf der ersten festen Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Wir häkeln eine Luftmasche und wenden die Arbeit. Und wir häkeln das Ersatzstäbchen, wie gesagt, nicht in diese kleine Öffnung häkeln, sondern in die erste feste Masche, die sich in der Lücke befindet. Wir häkeln eine feste Masche, eine Luftmasche und noch eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Und wir häkeln sofort ein zweites Stäbchen in dieselbe Masche, sodass wir eine halbe Ecke haben. Und jetzt häkeln wir wieder überkreuzte Stäbchen und durch die Zunahmen ergeben sich pro Abschnitt 2 Gruppen mehr als in der vorherigen Stäbchenreihe. Wir häkeln überkreuzte Stäbchen bis zur Lücke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Ecke angekommen. Wie gesagt, es ergeben sich 2 überkreuzte Gruppen mehr als in dieser Reihe. Das kann euch als Kontrolle dienen. In die Ecke häkeln wir 2 Stäbchen in die erste feste Masche. Zwei Luftmaschen und 2 Stäbchen in die zweite feste Masche. Und dann häkeln wir wieder überkreuzte Gruppen. Und das macht ihr auch bei den anderen Ecken so. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Hier fehlt uns die halbe Ecke. Wir häkeln 2 Stäbchen in die feste Masche, die sich in der Lücke befindet, und wir schließen mit einem halben Stäbchen in den Kopf des ersten Stäbchens zur Runde. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wenn das größer wird, muss es nicht mehr flach auf dem Tisch liegen.
Das wird ja so getragen später. Und ganz wichtig, das Vorder- und das Rückenteil haben gleich viele Gruppen, auch die Ärmel haben gleich viele Gruppen und wir wiederholen immer dieselben 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben. Und in jeder Stäbchenreihe geben sich 2 Gruppen mehr als in der vorherigen Stäbchenreihe. Und wir wenden in jeder Runde die Arbeit. Und wir wiederholen die 2 Reihen so lange, bis ein Rücken- oder Vorderteil von Ecke zu Ecke gemessen das richtige Maß erreicht hat. Die Maße schreibe ich euch oben in die Ecke und wir enden vorläufig mit einer Stäbchenreihe. Und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Passe hat die gewünschte Größe erreicht. Ich habe mit einer Reihe überkreuzter Stäbchen vorläufig geendet. Im Moment befinde ich mich auf der schönen Seite und wir teilen auf einer Rückreihe die Ärmel ab. Ich häkle eine Luftmasche und ich wende die Arbeit und ich lege mir die Passe wieder aufeinander, so wie sie später getragen wird, und ich häkle die feste Masche durch die Lücken durch, eine feste Masche, und dann häkle ich beim oben liegenden Teil weiter feste Maschen bis zum nächsten Ärmel und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zur Lücke feste Maschen gehäkelt und jetzt häkle ich wieder durch die 2 Lücken durch eine feste Masche und dann häkle ich auf der anderen Seite weiter, und zwar auf dem ersten Stäbchen, und wir häkeln wieder feste Maschen, bis wir rundherum gekommen sind, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Ich häkle feste Maschen bis zum letzten Stäbchen. Hier haben wir die Runde begonnen und ich schließe mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Ich häkle eine Luftmasche und wende die Arbeit. Und auf der schönen Seite häkeln wir Stäbchen. Und hier häkeln wir das Ersatzstäbchen in diese Masche, wo die Luftmasche herauskommt. Direkt darunter stechen wir ein und häkeln zunächst die feste Masche, eine Luftmasche und noch eine feste Masche. Das ist das erste Stäbchen und wir häkeln in jede feste Masche ein Stäbchen einmal rundherum, und wenn ihr wieder hier angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und hier bis zum letzten freien Maschenkopf Stäbchen häkeln, und hier seht ihr schön das erste Stäbchen. Und hier schließen wir mit einer Kettmasche zur Runde. Und wir häkeln eine Luftmasche und wenden die Arbeit. Und diese 2 Reihen werden nun stets wiederholt. Auf der Innenseite häkeln wir feste Maschen
Und ganz wichtig, schaut, dass ihr immer die erste feste Masche direkt über dem Stäbchen, das sich darunter befindet, häkelt. Und dann häkeln wir in jedes vorhandene Stäbchen eine feste Masche. Und achtet darauf, dass die Maschenzahl stets unverändert bleibt. Und auf der Außenseite häkeln wir Stäbchen. Und diese 2 Reihen wiederholen wir so lange, bis die Tunika die gewünschte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke und wir messen von der Schulter gerade hinunter. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Tunika gerade hinunter gehäkelt bis zur gewünschten Länge und am Ende habe ich noch eine Reihe feste Maschen auf der schönen Seite gehäkelt, sodass hier am Schluss 2 Reihen feste Maschen zusammenkommen. Und jetzt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück. Ich habe einen Ärmel vorbereitet. Ich habe 3/4 Ärmel gemacht. Ich habe den Ärmel direkt an die Tunika dran gehäkelt, gerade hinunter, und ich habe den Ärmel nicht über die gesamte Breite des Armlochs gehäkelt, sondern hier dieses kleine Stück am Ende mit der Ärmelnaht geschlossen. Und wie das gemacht wird, zeige ich euch jetzt, aber wir müssen auf der Rückseite beginnen. Das bedeutet, wir müssen die Tunika umdrehen, sodass die schöne Seite innen ist. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Tunika umgedreht, sodass die Innenseite jetzt außen ist. Und wie gesagt, wir beginnen unter dem Arm, aber ich mache den Ärmel nicht über die gesamte Breite des Armlochs. Das bleibt euch natürlich überlassen und hängt natürlich davon ab, wie stark eure Arme sind, beziehungsweise wie weit ihr die Tunika haben wollt. Ich habe jetzt zum Beispiel hier ca. 24 cm, für die Größe 40-42 genügen aber auch 20 cm. Das heißt, ich lasse hier vorne und hinten ein paar Zentimeter einfach frei. Und ich mache das so, wir haben hier Zweiergruppen und ich lasse 3 ganze Gruppen aus. Und bei der 4. Gruppe auf den 2. Stäbchen fange ich an. Das bedeutet, ich lasse 3,5 Gruppen aus und auf der anderen Seite ebenfalls. Das müsst ihr durch eine Anprobe herausfinden. Hier hole ich den Faden durch, mache einen Knoten und hier häkle ich eine Luftmasche zuerst und dann eine feste Masche. Also auf dem 2. Stäbchen der Gruppe. Und jetzt häkle ich auf jedes vorhandene Stäbchen eine feste Masche. Und auf der anderen Seite lassen wir genau gleich viele Maschen frei. Und wir achten darauf, dass wir eine gerade Anzahl an festen Maschen erhalten. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin umherum gekommen und ich lasse auch hier
3,5 Gruppen frei. Und diese Anzahl feste Maschen solltet ihr euch notieren für den zweiten Ärmel und es muss eine gerade Maschenzahl sein. Und wir wenden die Arbeit und ich häkle das Ersatzstäbchen in den allerersten Maschenkopf. Das ist ein Randstäbchen und dann häkle ich über den vorhandenen Gruppen wieder überkreuzte Gruppen. Am Ende der Reihe bleibt eine feste Masche übrig und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Hier haben wir noch eine feste Masche übrig und hier häkle ich ein Randstäbchen, so wie am Anfang der Reihe. Und jetzt häkeln wir mit der gleichen Maschenzahl, die wir jetzt haben, abwechselnd eine Reihe feste Maschen und eine Reihe mit überkreuzten Stäbchen, bis der Ärmel die gewünschte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschte Länge erreicht. Am Ende habe ich eine zweite Reihe feste Maschen auf der schönen Seite gehäkelt, so wie bei der Tunika. Und wir befinden uns bereits auf der Innenseite und jetzt schließen wir die Ärmelnaht. Ich häkle eine Luftmasche und dann möglichst weit am Rand eine feste Masche und dann häkle ich da, wo am Rand Stäbchen sind, 2 feste Maschen. Und da, wo am Rand feste Maschen sind, eine feste Masche. Abwechselnd 2 feste Maschen und eine feste Masche. Und wir schließen die Naht bis hierher und dann dieses Stück würde ich eventuell mit der passenden Farbe Masche für Masche schließen. Dann macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Ärmel angefertigt, die Nähte geschlossen und jetzt häkle ich noch eine runde feste Maschen um den Halsausschnitt. Ich beginne irgendwo bei der Schulter. Hier steche ich ein und ich steche hier tiefer ein. Ich verwende nicht nur den obersten Faden. Ich verknote den Faden. Ich steche in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und dann eine feste Masche. Und ich häkle über den Anfangsfaden drüber und hier häkle ich ebenfalls über den Faden drüber und ich häkle in jede sich anbietende Einstichstelle eine feste Masche und das mache ich einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und ich schließe in den Kopf der ersten festen Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Ich häkle eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Der muss natürlich vernäht werden und dann ist unsere wunderschöne
Veronika fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.